unser großer Tom. Wenn die sich erschrecken, dann drohen die, dann zischen die. Aber Tom hat uns ja gesehen, hat uns kommen sehen. Wenn man von der Seite rankommt, wo die eigentlich sehen können, dann zischt sie erstmal ganz drohend. Das ist richtig eindrucksvoll. Und da zuckt man auch schon zurück. Ne? Wenn so eine große Schildkröte, die haben ja bis zu 400 Kilogramm Gewicht, ja, die Tiere. Ich meine, ich weiß nicht, wie schwer er sein wird. Er wird vielleicht die Hälfte haben. Ne? Aber auch das ist schon ein bisschen was. Ne? Das heißt, von ihm an die Wand genagelt werden möchte ich nicht. Aber Galapagos Riesenschildkröten sind wie alle Landschildkröten ganz friedliche Vegetarier. Und das wird ihnen oft zum Verhängnis. Sie sind im Mittelalter von Seefahrern als lebende Vorratskammer. Da gab es ja keine Kühlung, da hat man die Schildkröten einfach von den Inseln, Galapagos-Inseln in Südamerika oder Seychellen an der Ostküste Afrikas, hat man sie auf die Meere, auf die Schiffe geschleppt und hat die Tiere dann auf den Rücken gedreht. Da hat sie da laufen lassen und hat sie dann irgendwann geschlachtet und gegessen. Das war natürlich schon eine ganz verhängnisvolle Entwicklung. Heute sind die Galapagos-Riesenschildkröten, wie sehr viele andere Tiere, gerade auf Inselwelten, auch durch die Faunenverfälschung gefährdet. Das Problem ist, wir Menschen schleppen fremde Tiere ein. Von den Schiffen kamen als erstes die Ratten. Und dann haben die Leute natürlich auch Ziegen ausgesetzt, die Seefahrer, weil sie die als jagdbares Wild, als jagdbare Beute eben auch für die Bereicherung ihrer Speisezettels haben wollten. Mit den Menschen kamen die Hauskatzen. Ja, das sind alles Dinge, Hunde auch, das sind alles Dinge, die für so langsame, hunderte von Millionen Jahren auf der Erde lebende Landschildkröten von großer Bedrohung sind. Sie müssen sich vorstellen, die legen ihre Eier in den Boden. Und man kann sich vorstellen, was Schweine machen. Die wühlen im Boden. Und wenn da leckere Schildkröteneier sind, sagen die da nicht Nee zu. Ne, Großer? So, unser Tom ist jetzt knapp 50 Jahre alt ungefähr. Er ist so um 1970 rum geboren, also knapp 50. Knapp runter, vielleicht sogar knapp drüber. So genau wissen wir es aus der Zeit her halt nicht, weil er auch nicht als Baby zu uns kam. Und wird also seit etwas mehr als 30 Jahren hier im Europark gepflegt. Er hat zwei Mädels dabei. Und zwar sind das Tiere, die im Zoologischen Garten in Zürich auf die Welt gekommen sind. Das sind die Ronaldinha. Und das andere ist, wie fantasievoll zu Tom passen, die Tomasen. Und die beiden sind jetzt gerade so im besonders attraktiven Alter für Tom, weil es sind ganz lecker Mädchen, wird man in Köln sagen. Und sie werden jetzt gerade geschlechtsreif. So im Alter von 20 bis 30 Jahren werden sie geschlechtsreif. Wir hatten auch bereits Eier von denen, aus denen aber nichts gekommen ist. Wahrscheinlich, weil die Tiere eben noch unfertig sind. Aber sie freuen halt schon den Disco-Gängen und anderen Abenteuern, die hinterher folgen. Und unser Tom nimmt das sehr gelassen und entspannt. Dieser Panzer besteht aus Kalk, Auswüchse des Skelettes, genau wie unsere Knochen auch aus Kalk bestehen. Und es sind Hornplatten drauf. Der ist natürlich für große Schildkröten ein sehr guter Schutz. Aber kleine Schildkröten haben große Probleme, wenn eben die Eier oder die Jungschildkröten von den Schweinen oder von den Katzen, von den Hunden oder auch von den Ratten gefressen werden. Ne, großer. Komm mal her. Also man sieht, bei aller äußeren Grobheit sind diese Riesenschildkröten auch für Streicheleinheiten sehr empfindlich. Das genießt du jetzt, ne? Ja, und wenn der Mensch und die eingeschleppten Tiere sie lassen, können diese Schildkröten richtig alt werden. Der Rekordhalter ist eine Schildkröte, meines Wissens ein männliches Tier, was im Jahre 2006 in einem zoologischen Garten, ich glaube es war in den USA, gestorben ist. Die wurde nämlich 176 Jahre alt. Also solch einen Rekordhalter Menschen muss man erstmal suchen. Das hat selbst Juppie Hesers nicht geschafft. Ne? Oder die berühmten Japanerinnen, die schaffen das auch. Tierreich, bei den Wirbeltieren, der 5 Wirbeltierklassen, die Vögel und die Säugetiere sind wie wir Menschen, wir gehören ja biologisch zu den Säugetieren. Wir sind gleichwarme Organismen, das heißt wir heizen unseren Körper. Reptilien, Amphibien, Lurche, Frösche, Salamander und auch die Fische sind wechselwarm. Das heißt deren Körpertemperatur ist immer abhängig von der Umgebungstemperatur und weil sich gerade Reptilien
zumindest diejenigen, die in den tropischen Bereichen vorkommen, wohler fühlen, je wärmer es ist, solange es nicht zu heiß ist. Natürlich bedeutet das, dass trockene Regionen durchaus bevorzugt sind von den Tieren. Und da hat die Natur sich was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich diesen Verdunstungsschutz. Die Hornschuppen, die sowohl auf dem Panzer als auch auf dem Kopf, als auch auf den Beinen dieser Schildkröte sind ein Verdunstungsschutz. Sie sorgen dafür, dass auch in der Sonne die Körperflüssigkeit nicht so einfach verdampfen kann, nicht einfach verdunsten kann. Hingegen die Amphibien, die Lurche, die Salamander, die oft mit Echsen verwechselt werden, die es ja gar nicht sind, die haben eine nackte, drüsenreiche Haut und haben nicht diesen Verdunstungsschutz. Deswegen leben die Amphibien ganz nah an Gewässern, sind nachtaktiv oder aber sie leben in tropischen Regenwäldern, wo es ja sowieso immer feucht ist. Reptilien dagegen sind sehr, sehr vielfältig. Die gibt es sowohl in den tropischen Regenwäldern als auch in Wüsten. Auch diese Galapagos-Riesenschildkröten gibt es verschiedene Ökotypen an verschiedenen Inseln. Jetzt will mal jemand Platz machen hier. An verschiedenen Inseln oder an verschiedenen Flächen in den Inseln. Es gibt Tiere auf derselben Insel, die in trockenen Bereichen leben. Es gibt Tiere, die mehr, das sind die sogenannten Grazer, die Grasfresser, die mehr in den feuchteren Bereichen leben. Die trocknen, die fressen schon mal ganz gerne Kakteen beispielsweise oder Agaven und dergleichen. Ganz spannend bei der Fortpflanzungsbiologie der Reptilien oder Kriechtiere ist es ja, dass es sowohl lebendgebärende Formen gibt, als auch eierlegende. Unter den Schildkröten gibt es nur eierlegende Formen. Bei Eidechsen und bei Schlangen gibt es auch lebendgebärende Reptilien. Bei den Eiern wiederum ist es so, dass die von der Substratwärme ausgebrütet werden. In Deutschland die Ringelnatter legt ihre Eier in Komposthaufen zum Beispiel, wodurch die Gärungswärme die nötige Temperatur zur Zeitigung, zur Reifung dieser Eier gegeben ist. Die Schildkröten legen ihre Eier in lockeren Boden oder von den Meeresschildkröten kennt man es, dass die in Sandstrände gehen und dort eben im lockeren Boden, im lockeren Sand die Eier vergraben und jeder, der mal barfuß durch warmen Sand gegangen ist, weiß, wie warm das werden kann. Durch diese Temperaturen werden eben entsprechend die Eier ausgebrütet. Übrigens ist es auch da so, dass möglicherweise eines Tages der Klimawandel, Temperaturerhöhung, Einflüsse auf das Geschlechterverhältnis dieser Tiere haben wird, weil bei den Reptilien, bei vielen eierlegenden Reptilien ist es so, dass die Tiere, die Eier, die bei wärmeren Temperaturen reifen, dass die vorwiegend Männchen hervorbringen, während jetzt unter kühleren, die Mädels sind, bei Temperaturen Ende 20 Grad haben wir vermehrt mit weiblichen Tieren zu tun. Bei Temperaturen um die 30, Anfang 30 Grad ist es beides, je wärmer, je mehr Männchen, je kühler, je mehr Weibchen. Auch da zeigt sich wieder, was auch der Klimawandel für Auswirkungen haben kann, die wir noch gar nicht erforscht haben. Wir wissen noch nicht genau, wir können nur vermuten und spekulieren, aber wir sollten es lieber nicht auf solche Feldversuche in der Natur ankommen lassen, weil ausgerottet bedeutet für immer. Was einmal weg ist, ist für immer weg und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten und wir wollen doch unserer Nachwelt, unseren Kindern und Enkelkindern wollen wir doch eine lebenswerte Umwelt hinterlassen, mit der ganzen Faszination der Biodiversität, der biologischen Vielfalt, wie wir sie auch im Loro-Park erleben können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, um kein Video mehr zu verpassen. Abonniert einfach den Kanal.